bin übrigens nicht nackt. Ich trage einen Bikini. Nur meine Bräune vom Sommer erhalten. Servus meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Woche bei How to Slay Omas Kleiderschrank. Und ich bin gerade bei meinen Eltern in Bayern und ich hocke auf dem Balkon und genieße die Spätsommersonne. Und der Nachbar tut irgendwas mit Zement oder sowas. Also diese komische Zement-Drehdings dreht sich die ganze Zeit und macht komische Geräusche. Also falls ihr das im Hintergrund hört, ja, Baustellenlärm. Yeah! Seitdem ich meine Klamotten selber nähe oder alte Sachen umnähe oder Secondhand kaufe, kaufe ich heute nicht mehr in Fast Fashion Läden. Das habe ich einfach auch für mich beschlossen. Das heißt nicht, dass ihr das auch machen müsst. Das ist einfach nur meine persönliche Entscheidung. Was aber nichts daran ändert, dass ich die Sachen nicht cool finde, die es in diesen Läden gibt. Ja? Also wenn ich beim H&M vorbeigehe und ich sehe die Auslage, dann denke ich mir, wow, die Sachen schauen echt cool aus. Also ich verstehe voll, wenn man sagt, boah, ja, ich hätte jetzt voll Bock, diese Sachen zu kaufen, weil sie schauen trendy aus, sie schauen cool aus, die Farben sind geil, die Schnitte sind cool, sie passen mir auch, also H&M-Klamotten passen mir vom Körper her super gut. Und H&M hat natürlich zurzeit wieder eine seiner milliardsten Herbst-Winter-Kollektionen, weil die haben ja jede Woche eine andere, aber eine von diesen. Und da habe ich so ein weinrotes Quad-Kleid gesehen, ja, so ein Kami-Dress, Quad-Dings-Überziehkleid. Und das hat mir so gut gefallen. Und das wäre definitiv so ein Stück gewesen, wo ich mir früher gekauft hätte. Weil ich habe mir nur gedacht, boah, die Farbe ist geil, Quad ist geil, das passt super zu Herbst, das ist super geil Style. Ich will dieses Kleid haben. Aber ich habe mir gedacht, nein, Kathi, du bleibst stark. Du kaufst jetzt nicht ein, dieses Kleid für 14,99 € oder wie viel das kostet, sondern du machst es selber. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich nur eine Quadhose zu Hause habe, die auch von die Secondhand ist eine Männerquadhose, die habe ich mal probiert zu einer Frauenhose umzunähen und ich bin daran kläglich gescheitert. Und seitdem liegt die quasi so als Leiche, als Nähleiche bei mir unter Bett. Ja. Und deshalb habe ich mir gedacht, wow, aber das Quad, also der Quadstoff selber ist super cool. Das ist so ein fetter Quadstoff, ja. Und ja, und ich werde es nicht mehr zu einer Hose fertig umnähen, weil es hat einfach nicht funktioniert. Ich habe es einfach verschnitten. Deshalb mache ich daraus jetzt dieses Kleid von H&M. I can do it. I hope so. Also, das gibt's heute. Viel Spaß! So, hier haben wir mein Hosenmonster, das wo ich probiert habe umzunähen und wie ihr seht, habe ich in der Mitte aufgegeben. Das war ursprünglich eine ganz normale Hose, wo ich probiert habe, den Reißverschluss nach hinten zu versetzen, aber well, ja, ich habe es noch nicht fertig genäht. Aber ich tue jetzt erstmal den Reißverschluss raustrennen und den ganzen Bund ab. Und dann werde ich jetzt nur die Seiten auftrennen, ja. Und das müsst ihr nicht ganz nach unten machen, sondern es eigentlich nur so weit, wie ihr, also nur so lang, wie ihr einen Rock haben wollt. Das sind bei mir 45 cm, beziehungsweise mit Nahtzugabe 50. Und da schneide ich das einfach. Oh, wunderbar. Ja, und danach trenne ich die zwei Teile voneinander und zwar an dieser Innenschrittnaht. Genau, und so habe ich jetzt nur das Hinterteil. Und da tue ich jetzt einfach einmal die ganze Po-Naht auch noch auftrennen, weil ja, das habe ich dann ziemlich zerstört damals. Also ich trenne es auf, lege es dann übereinander, diese zwei Schnittteile und mache jetzt nochmal eine schöne, saubere, gerade Naht rein. Wenn ihr eine normale Hose habt, die euch gut passt, dann könnt ihr die prinzipiell da ganz lassen. Ich musste das ein bisschen neu arrangieren. Ja, das ist jetzt mein neues Hinterteil. Und das haben wir jetzt, das gleiche machen wir jetzt auch mit dem Vorderteil auch. Das trenne ich auch vorne auf. Wenn ihr da eine normale Hose habt, da wo quasi nur ein Reißverschluss drin ist, der das einfach auch vorne raus trennen und der dann jeweils so viel abschneiden, damit ihr das vorne gerade runterschneiden könnt, wie ich das hier auch mache. Wunderbar, damit da eine gerade Linie ist auf beiden Seiten, weil ich möchte natürlich vorne das Kleid zuknöpfen. Genau, deshalb nähe ich das auch nicht zusammen, sondern es macht da quasi eine Knopfleiste rein. Und damit lege ich es einmal, also ich falte es einmal um und falte dann die Nahtzugabe nochmal rein. Aber das mache ich relativ breit, eben damit ich eine schöne stabile Knopfleiste habe. Wie ich das annähe, wo es mir am leichtesten fällt, ist einmal eine Naht ganz an der Kante zu machen und dann erst die zweite Naht
mit der umgeknickten Nahtzugabe. Und hier tue ich nur ein Dreieck rein, damit das alles ein bisschen mehr A-linienmäßig wird. Und dann, sobald ich dieses Dreieck dran genäht habe, kann ich dann das ganze Vorderteil an mein Hinterteil dran nähen. Genau. Und so schaut es dann aus. Um Nahtzugabe zu sparen, habe ich unten einfach versäubert und einmal umgeschlagen. Okay, meine Lieben, ihr braucht für den nächsten Schritt 2 Maße. Ah, yeah! Das ist ein idealer Filmplatz hier neben meinem Schrank. Amazing. Okay, also einmal braucht ihr einen Brustumfang. Was? Das ist mein Brustumfang? Ich habe ja dann BH, aber ich habe jetzt halt mehr. Aber offensichtlich habe ich 85 cm. 85 cm? Echt? Okay, 85 cm. Und dann braucht ihr nochmal einen Taillenumfang. Okay, hier habe ich 68 cm. Jetzt habe ich 73. Ich würde sagen, machen wir 70. 70 und 85 und diese Maße teile ich jetzt einmal durch 8 für den ersten Schritt. Ja, durch 8. So, für das Oberteil tue ich jetzt erst einmal meine restlichen Hosenbeine auftrennen. Ah, Sonne. Ja, genau, also das sind jetzt meine restlichen Hosenbeine aufgetrennt mit dem Saum. Genau, 1 und 2. Und der Saum wird jetzt mein neues oben. Und da habe ich 4 Teile, die ich nach dieser Schablone gemacht habe, und zwar die obere Kante ist 1/8 von meinem Brustumfang, das wären 10,5 cm und die längere Seite sind 25. Und bei 2 Teilen habe ich an einer Seite eine fette Nahtzugabe und die anderen Teile haben einfach nur eine normale Nahtzugabe. Weil ich dann diese 2 inneren Teile, die kriegen nämlich auch so eine Knopfleiste wie der Rock unten und deshalb braucht sie diese fette Nahtzugabe. Und die mache ich genauso mit 2 Nähten. Wunderbar. Und dann tue ich das Ganze rechts auf rechts zusammenlegen. Die müssten jetzt gleich groß sein. Wunderbar. Und dann tue ich da ein Fragezeichen reinnähen. Und da haben wir oben wieder die 1/8 von meinem Brustumfang. Also da tue ich jetzt aufrunden auf 11 cm. Und da unten habe ich 1/8 von meinem Taillenumfang aufgerundet auf 9 cm. Und an diesen 2 Maßen der eher Fragezeichen quasi orientieren. Und dann habt ihr quasi so eine Art Wiener Naht oder halt so eine Teilungsnaht vorne, da wo dann eure Brust reinpasst. Genau, und das nähe ich dann zusammen. Ihr könnt es natürlich ja einfach schätzen, aber jeder, der es gerne gemessen will, kann jetzt damit das ein bisschen genauer machen. Genau, und das ist jetzt auch nur ein Teil von meiner Hose und das ist dann das Rückteil. Wunderbar, und da kommen dann die 2 Vorderteile hin. Das tue ich auch wieder rechts auf rechts zusammen und wenn ihr das zusammennäht, müsst ihr voll darauf achten, dass das dann quasi dieselbe Länge hat insgesamt wie euer ganzer Rockteil, weil die 2 Teile müssen ja dann zusammenkommen. Und das sollte natürlich idealerweise der Umfang von eurer Taille sein oder auch ein bisschen mehr, damit es gemütlicher ist. Deshalb, also wenn das dann passt, und bei mir hat es tatsächlich mal gepasst, ein Wunder, legt es einfach übereinander, rechts auf rechts. Ich habe übrigens alle rohen Kanten mit der Overlock versäubert und die Derze aufeinander legen. Für die Träger nehme ich jetzt die Bünde her, die ich vorher abgetrennt habe. Und die tue ich einfach aufeinander nähen, genau, und diese ganzen Gürtelschlaufen weg. Und so tue ich die dann einfach dran pinnen und werde die einfach dann von oben niedersteppen mit einer vorhandenen Naht, damit es eben nicht auffällt. Und ja, jetzt hängen da nur diese ganzen Overlock-Fäden raus. Die werde ich dann auch noch ein bisschen schöner machen, also vernähen und alles. Aber jetzt ist quasi prinzipiell das Kleid schon fertig. Also ja, natürlich brauche ich jetzt noch die Knöpfe. Da habe ich solche Anorak-Druckknöpfe und da kommen da mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Die, ja, da müsst ihr dann zuerst ein Loch reinhauen und dann müsst ihr euch das da durchfieseln mit dieser komischen Zange und dann schiebt ihr das durch und dann müsst ihr das niederdroschen mit diesem Hammer. Aber ja, wenn man den Trick raus hat, dann geht es eigentlich ganz gut. Da gibt es eine Verpackungsanleitung, Bedienungsanleitung dabei, also lest euch die durch. Es funktioniert eigentlich dann ganz gut. Ja, genau, und so derzeit da diese ganzen Knöpfe rein. Ich hatte so ein Schneidbrett, das ist jetzt leider gestorben, aber ja. Und so habe ich da eine ganze Reihe an Druckknöpfen reingeschlagen. Die finde ich ganz cool und ich finde es sehr cool, dass die Silber sind, das schaut nicht ganz lässig aus. Und ja, das war's eigentlich schon und schon ist euer Kordkleid fertig.
Und so schaut's angezogen aus. Juhu! Es ist ein bisschen locker, ja, das stimmt. Ich habe es aber extra ein bisschen lockerer gemacht, damit ich dann, wenn es ein bisschen kälter wird, auch dickere Pullis drunter kombinieren kann und dass ich dann nicht quasi Erstickungsängste kriege. Ihr könnt es natürlich auch viel enger sitzend machen, je nachdem, wie ihr es halt macht. Ich finde es echt cool. Ich finde es super lässig. Ich liebe die Farbe und ich bin so froh, dass ich die Hose nicht weggehauen habe. Und dass ich ihrer wirklich jetzt nochmal ein drittes Leben gegeben habe, quasi. Wer das Tutorial zu dem Hütchen haben will, das verlinke ich rechts oben. Und das war's eigentlich ja schon für diese Woche. Jetzt kommt gleich mein Vater vorbei. Das wollte ich unbedingt drinnen lassen. Es war sehr amüsant, weil mein Vater hat jetzt... Ich bin jetzt zur Zeit zu Hause und der fand es sehr amüsant, wie ich da vor der Kamera rumhupfe. Ich glaube, das kann ich ja schneiden. Du kannst da durchgehen. Ja, pass auf, sonst ist das drin im Video. Dudeli, ich hoffe, mein kleines H&M DIY hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte lasst mir ein Gefällt mir da oder einen Kommentar und schickt mir gerne weiter eure eigenen DIY-Ergebnisse auf Instagram, da freue ich mich immer. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!